Hallo zusammen. Heute tauchen wir tief in die Welt der professionellen Videoproduktion ein und sprechen über ein bahnbrechendes Thema, SIMT ST2110 oder 2110 IP, wie es Blackmagic Design nennt. Wenn ihr euch für die neuesten Technologien in der Broadcast- und Medienindustrie interessiert, dann seid ihr hier genau richtig. SIMT ST2110 ist ein Standard, der die Übertragung von unkomprimierten Video-, Audio- und Datenströmen über IP-Netzwerke ermöglicht. Blackmagic Design hat diesen Standard in seine Produkte integriert, um eine nahtlose und effiziente Medienproduktion in Auflösungen bis zu 4K zu gewährleisten. In diesem Video werden wir die Vorteile und Anwendungen von SIMT ST2110 in der Praxis untersuchen und herausfinden, wie Blackmagic Design die Technologie nutzt, um die Zukunft der Videoproduktion zu gestalten. Blackmagic Design kürzt bei der Produktbezeichnung den Standard SIMT ST2110 mit 2110 IP ab. Zur Vereinfachung werde ich es in diesem Video auch so handhaben. Bevor wir uns die Produkte anschauen und über technische Details sprechen, möchte ich erst einmal auf die Vorteile von IP2110 eingehen. Eine Stärke von 2110 IP ist die Übertragung von unkomprimierten Video-, Audio- und Datenströmen über IP-Netzwerke. Dies führt zu einer höheren Qualität der übertragenen Inhalte. Bei den 2110 IP-Produkten von Blackmagic Design sind durchweg 10G Ethernet-Schnittstellen verbaut, über die alle Signale unkomprimiert übertragen werden. Bis auf die Formate 2160p60 und 2160p59,94. Diese werden leicht komprimiert, damit der Datenstrom noch innerhalb der 10G Bandbreite liegt. Dennoch fällt nahezu keine Latenz bei der Übertragung an. Dazu muss man auch hinzufügen, dass diese beiden Auflösungen in Europa eigentlich kaum genutzt werden. Ein weiterer Vorteil von 2110 IP ist die Flexibilität und Skalierbarkeit. Durch die Nutzung von IP-Netzwerken können Medienunternehmen ihre Infrastruktur leichter skalieren und anpassen. Dies ist besonders nützlich für große Installationen und komplexe Produktionsumgebungen. Anders als bei SDI oder HDMI lässt sich die IP-Struktur viel flexibler nutzen und bietet fast unbegrenzte Möglichkeiten. Blackmagic Design hat es geschafft, die Technologie so zu vereinfachen, dass die Anwendung leicht und schnell funktioniert. Video over IP wird damit zu Plug and Play. Das Thema SIMT ST2110 war in der Vergangenheit eher etwas für Ingenieure oder IT-Profis. Man musste sich mit der Materie sehr gut auskennen, um eine funktionierende Video over IP-Infrastruktur zu konfigurieren. Dank Blackmagic Design und deren 2110 IP-Produkten wird dieses Thema nun stark vereinfacht. Blackmagic Design bietet unterschiedlichste 2110 IP-Videoprodukte. Der Ethernet Switch 360p bildet das Herzstück der Produkte. Er ist der erste Ethernet Switch, der speziell für die Film- und Fernsehindustrie entwickelt wurde. Alle Ethernet-Anschlüsse befinden sich an der Rückseite, um Kabel ordentlicher und sicherer handzuhaben. Er ist ein Hochleistungs-Ethernet-Switch mit niedriger Latenz, 16 schnellen 10G Ethernet und 2 Hochgeschwindigkeits 100G Ethernet-Ports. Die 100G Ethernet-Ports sind QSFP-Anschlüsse und somit perfekt geeignet für Hochgeschwindigkeits-Kupferkabel oder längere Glasfaserkabel. Außerdem ermöglicht er ein einfaches Routing von 2110 IP Multicasts über das integrierte Frontpanel. Der Ethernet Switch 360p nutzt das NMOS-Protokoll und ist somit ideal für 2110 IP Video Workflows. Zur Erklärung: NMOS steht für Network Media Open Specifications. Ein NMOS-Server ist eine zentrale Komponente in IP-basierten Mediennetzwerken, die die flexible Signalverteilung und Verwaltung von SIMT ST2110-Geräten erleichtert. Der Ethernet Switch 360p erkennt automatisch alle angeschlossenen IP2110-Geräte. Diese lassen sich über den Switch einfach verwalten und schalten. Mit dem integrierten Menü und den Buttons an der Frontseite ist die Handhabung sehr ähnlich wie bei klassischen SDI-Kreuzschienen. Wer Blackmagic Video Hubs kennt, wird sich hier sofort zurechtfinden. Neben dem Ethernet Switch hat Blackmagic Design noch jede Menge Konverter und Normwandler herausgebracht. Mit diesen lassen sich bestehende Systeme über Glasfaser, SDI oder HDMI
in die 2110IP-Infrastruktur einbinden. Hier gibt es kleine Konverter für die einfache Umwandlung von Signalen oder leistungsstarke Rack-Converter, die keine Wünsche offen lassen. Es muss aber nicht immer umfangreich sein. Wer lediglich eine einfache Point-to-Point-Verbindung haben möchte, kann das ganz einfach mit einem Konverter-Pärchen umsetzen. Mit zwei 2110IP-Konverter 3x3G von Blackmagic Design lassen sich sogar 3 HD-SDI-Signale über eine Ethernet-Leitung von A nach B senden und wieder auf SDI umwandeln. Das ist aber noch lange nicht alles. Für Video- und Audio-Monitoring hat sich Blackmagic Design auch etwas einfallen lassen. Zwei bereits bekannte Produkte wurden in der dritten Generation veröffentlicht, und zwar der Blackmagic SmartView 4K G3 und der Blackmagic Audio Monitor 12G G3. Diese bieten jetzt neben SDI-Anschlüssen zusätzlich auch einen 10G Ethernet-Port, der als 2110IP-Input dient. Alle 10G Ethernet-Anschlüsse sind Standard RJ45 Buchsen. Die empfohlenen Kabeltypen sind Cat6, Cat6a und Cat7, mit denen Reichweiten bis zu 100 Meter möglich sind. Jeder Konverter hat seine Vorteile und Anwendungsmöglichkeiten für verschiedene Umgebungen. Daher lohnt es sich, die Konverter genau anzuschauen. Als Besonderheit bei den Konvertern möchte ich den 2110IP Presentation Converter hervorheben. Er ist für Rednerpulte konzipiert und bietet Anschlüsse für Laptops, Beamer, Mikrofone und Lautsprecher in einem Gerät. Per USB-C angeschlossen werden Laptops zu Bildquellen und bekommen gleichzeitig Strom. Auch über HDMI lassen sich zum Beispiel PowerPoint-Präsentationen oder jeder andere Inhalt eines PCs auf 2110IP wandeln und ins Netzwerk senden. Doch da hört es noch lange nicht auf. Der HDMI-Ausgang für Beamer kann wahlweise den Video-Input oder den 2110IP-Rückkanal ausgeben. Für Ton stehen XLR-Mikrofonbuchsen und ein XLR-Audioausgang für PA-Lautsprecher bereit. Damit ist der Presentation Converter perfekt geeignet für Universitäten, Bühnen, Messen oder überall da, wo Vorträge gehalten werden und man diese medial unterstützen, verstärken, weiterleiten oder aufzeichnen will. Um die Anwendung zu veranschaulichen, haben wir hier eine Workflow-Darstellung gestaltet, die einen beispielhaften Einsatz des 2110IP Presentation Converters zeigt. Der obere Teil im Workflow ist hier beispielhaft ein Hörsaal, das heißt der Professor, die Professorin bringt den Laptop mit und ein Mikrofon ist am Rednerpult verbaut, genau wie der Presentation Converter. Der wandelt dieses Signal dann und gibt es weiter an den Audiomixer, der es an Lautsprecher weitergibt, und der Videoteil wird vom Presentation Converter über einen Projektor weitergegeben, um das Bild, also die PowerPoint-Präsentation vom Laptop, nochmal zu verstärken an eine Leinwand. Und der interessante Teil ist dann praktisch ab dem 2110IP Mini Bidirectional Converter. Das heißt, man könnte vom Presentation Converter eine externe mobile Regie oder eine Aufzeichnung etablieren und mit dem Converter schickt man die Signale dann über Ethernet in vielleicht sogar andere Räumlichkeiten weiter, wandelt diese auf SDI um. Oder man hat es auch im gleichen Raum und die Signale werden dann von Ethernet auf SDI umgewandelt und man macht auch noch eine Videoaufzeichnung des Vortrags und kann diese mit einem zweiten Konverter auch Multiview darstellen für die Regie. Kommen wir nun zu Kameras von Blackmagic Design, die sich gut in einen 2110IP Workflow integrieren lassen. Für die Studio Camera Pro Modelle ist im April dieses Jahres das Software-Update Camera Setup 9.4 Beta erschienen. Dieses Update ermöglicht IP2110 Unterstützung über die 10G Ethernet Ports der Kamera. Dadurch können die Studio Camera Pro Modelle ihr Videosignal ohne einen weiteren externen Konverter auf IP2110 ausgeben. Dieses kostenlose Software-Update ist zwar aktuell eine Beta-Version, zeigt aber, wo die Reise hingeht und kann bereits jetzt von jedem ausprobiert werden. Bei der Ursa Broadcast G2 wird die Umwandlung auf IP2110 etwas anders gemanagt, und zwar in Kombination mit dem Camera und Studio Fiber Converter. Die Kamera gibt das Videosignal über den Camera Fiber Converter per SMPTE-Glasfaserkabelverbindung an den Studio Fiber Converter weiter. Bis zu diesem Punkt ist alles wie gehabt. Was durch ein zukünftiges Software-Update beim Studio Fiber Converter ermöglicht werden soll, ist die Nutzung des Ethernet-Ports als IP2110-Anschluss. Dadurch wäre es auch möglich, bestehende Ursa Broadcast G2 Glasfaser-Kamerazüge in die IP2110-Welt von Blackmagic Design zu integrieren. Um den Einsatz der Kameras in Zusammenhang mit verschiedenen IP2110-Produkten zu veranschaulichen, haben wir auch hier zwei Workflow-Darstellungen gestaltet.
Hier eingeblendet sieht man ein mobiles Setup, in dem man Blackmagic 2110 IP-Produkte nutzt. Wir haben hier 3 Studio Camera 6K Pro. Diese werden über den 2110 IP-Converter über Ethernet angeschlossen und da wird das Kamerasignal einfach an den Konverter weitergegeben. Mit einem Audiomonitor und dem SmartView kann man das Signal dann monitoren. Und der Konverter wird genutzt, um das Signal auf SDI zu konvertieren und auch an den Mischer weiterzugeben. In diesem Fall ist es der ATEM Television Studio HD8 ISO. Der gibt das Signal auch noch weiter an die Hyperdecks. Hier können die Hyperdecks als Playback, also als Zuspieler oder auch als Aufzeichnung fürs Recording genutzt werden. Und man muss ja noch sagen, dass die Verbindung von den Hyperdecks zu dem Mischer eine normale Ethernet-Verbindung ist, um auf die Daten zuzugreifen. Und nur die Verbindung zwischen dem Konverter und den Studiokameras ist eine IP2110 Verbindung. Hier haben wir jetzt einen 2110 IP 4K Broadcast Workflow. Hier sieht man links als Signalquellen mehrere OSI Broadcast G2 in Kombination mit Camera Fiber und Studio Fiber Converter. Da wird das Signal am Ende der Studio Fiber Converter umgewandelt auf IP2110 und an den Ethernet Switch 360p weitergegeben. Dieser gibt das Signal dann nochmal weiter ans Monitoring, also an den Audiomonitor, an den SmartView 4K 3G und auch noch rechts im Bild an die verschiedenen Konverter. Und hier kann man die Hyperdecks dann nutzen nach den Konvertern als Program Feed oder auch zur Aufzeichnung. Wenn man jetzt ein ISO-Recording haben will, kann man noch mehrere Konverter und mehrere Hyperdecks hinzufügen. Über dem Ethernet Switch 360p ist dann noch der 2110 IP-Converter 4x12G. Der konvertiert das Signal nochmal auf SDI und da kann man hier dann ein Constellation 4K dahinter stecken. In Kombination mit einem Advanced Panel und einem Camera Control Panel kann man hier eine schöne Bildregie machen. Also das wäre so ein typisches Beispiel für einen 4K Workflow mit verschiedenen Blackmagic Produkten, die mit IP2110 funktionieren. Kommen wir nun zum Fazit. Blackmagic Design hat es geschafft, das Thema SIMT ST2110 zu vereinfachen und eine Plug-and-Play-Lösung daraus zu machen. Genau wie bei SDI-Workflows lassen sich professionelle Videoumgebungen umsetzen und das mit einfachen Ethernet-Kabeln, ohne dafür ein IT-Experte sein zu müssen. Der neue Blackmagic Ethernet Switch 360p, die zahlreichen Konverter, Video- und Audio-Monitoring und auch Kameras von Blackmagic Design lassen sich als 2110 IP-Geräte nutzen. Dadurch hat man von kleinen Point-to-Point-Setups bis hin zu professionellen und leistungsstarken Komplett-Workflows praktisch unendliche Einsatzmöglichkeiten. Wer unkomprimierte 4K-Videosignale einfach und verlässlich über Ethernet übertragen will, sollte sich die IP2110-Welt von Blackmagic Design genauer anschauen. Blackmagic Design hat sich wieder einmal selbst übertroffen und das auch noch mit Stil. Wir sind gespannt, für welche Workflows ihr euch entscheidet.